So, dauert wieder ein bisschen. Genau, da habt ihr ein Bild. Ja, dann gucken wir mal. Wir suchen jetzt weiter unser Hundi, der in der Spiegelwelt ist. So, ich bekomme gerade irgendwie Stranger Things Vibes. Keine Ahnung. Ja, muss mir meine Rückenlehne noch anpassen. So, aber jetzt. Die rutscht nämlich immer weiter runter, sobald ich aufstehe, und dann vergesse ich sie immer hochzuschieben. So, wo ist unser Hundi? Was war das? Was sind das für Dinger? Oh, die können nach mir fischen. Kann ich die auch grabben? Hey, bleib hier. Ah, ich muss die grabben. Komm hoch. Komm hoch. Hier geblieben. Was bist du? Oh. Mahlzeit? Okay, ich komme nicht weiter. Muss ich mir die aller Insel da lassen? Warum habe ich jetzt so ein Teil in der Hand? Muss ich das Monster damit füttern? Oh, du Monster, ich habe da was für dich. Hallo. Ja! Okay. Oh. Da hängen Kinder dran an den Tentakeln. Muss ich die mir jetzt alle ausreißen? Ne, die werden ja nicht weniger, oder? Eli, das fragen wir uns alle. Ich muss ihm die ausreißen. Was zum Geier stimmt mit diesem Spiel nicht? Ey, no joke. Ja, jetzt haben wir alle Kinder aus ihm rausgerissen. Und jetzt füttern wir ihn. Er ist happy! Und er fliegt davon. Hatte er die Kinder zwischen den Zähnen? Ach, und jetzt können wir auf den Leichen der Kindern weitergehen, oder wie? Ah ja. Auch mal eine Methode weiterzukommen. Wir hüpfen auf den Leichen der Kinder. Da ist ein Feuer. Sind das Irrlichter? Ey. So kreativ wie dieses Spiel ist, das verdient einfach nur Respekt. So weird krank. Der Mann im Mond. Was kann ich mit dir jetzt machen? Aufklettern, okay. Fliegen wir zum Mond? Oh, nö. Wir versinken. Ey, mein Kopf ist weg. Wer hat meinen Kopf geklaut? Das sind Fische? Aus der Parallelwelt? Das ist ein großes Ding. Hast du meinen Kopf? Ja, du hast meinen Kopf. Gib ihn mir. Was kann ich da jetzt machen? Wie funktioniert das?
Muss ich die Fische kaputt machen? Achso, ich kann mit den Fischen auch was machen. Also auf der Seite. Aber er frisst sie nicht. Da passiert nicht mehr. Okay, wir haben einen Fisch. Ah, so können wir ihn füttern. Okay, okay, okay. So. Und füttern. Bis er platzt vermutlich, oder wie? Und dann bekommen wir unseren Kopf. Ja, dann füttern wir ihn. Ah ja, da ist unser Kopf. Wir klettern natürlich direkt nochmal rauf, weil warum nicht? I can finally finish the job to successfully turn the tables. Okay. This is the one strike I need to land. I want to kill you. Ich kann ihn doch nicht einfach nur die ganze Zeit Augen füttern. Oder doch? Eben, das Ding hat einen Tentakel. Ich bekomme jetzt keine Augen mehr. Schüttelt die Fee. Ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Okay. Ah! Ich habe ihm den Tentakel ausgerissen. Jetzt, wo ich ihm genug Augen gefüttert habe. Was war das? Leute, was war das? Über die Tentakel denken wir es besser nicht weiter nach. Nein, 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 nein. Okay, wir bringen hier alles in Bewegung, dass sich die Blitze steigern. Wir haben den Mond an seinen Platz gebracht, oder sind wir jetzt ein Licht? Ein Irrlicht? Lass dir deinen Kakao schmecken, Zaubi. Oh, hallo. Jetzt sind wir in diesem Ding drin, oder wie? Nee. Biel, was willst du von uns? Ist das eine Art Suchbild? Sind hier Sachen versteckt, die wir finden müssen? Oder was will das Spiel von uns? Oh. Da sind wir.
Dieser Mond macht mich fertig. Also dieser Gesteinsbrocken, für mich ist das jetzt einfach der Mond. Der Mann im Mond. Der creepy Mann im Mond ist das, ja. Ey, er versinkt gar nicht mehr ganz. Was kann ich mit dir jetzt machen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich Hundi finden will. Bist du wirklich Hundi? Ich traue dem Frieden nicht ganz. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Oh! Gib mir meinen Hund zurück. Oh. Jetzt sind wir auch auf der anderen Seite. Juhu. Hey. Also ich kann es nur so oder anders hindrehen. Okay. Was geht hier ab? Vor allem, was hat der Entwickler genommen für Substanzen, dass ihm sowas einfällt? Das sieht schmerzhaft aus. Und jetzt explodieren die Köpfe. Okay. Hund, Hase, Ball. Das sind so unsere Kernstücke offenbar. Ich kann nichts anderes tun, außer hier zu drehen. Es wird immer schneller, es sammelt sich alles. Okay. Ich verstehe gar nichts mehr, no joke, Leute.
Also wir haben unseren Hund nicht zurückbekommen, der ist weg. Unser Hase und unser Ball sind da. Oh, Hundi ist doch da. Oh, schön. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Happy End. Wieso sieht das für mich nicht nach dem Happy End aus? Kann ich auch. Wait. Das war's? Gibt's da mehrere Enden? Kann ich ein Bad Ende auch schaffen? Oder... Ah ja, das sind also die ganzen Level quasi. Und das war jetzt das Finale, oder wie? Wieso kann ich die Hundi-Level nicht laden? Was war das? Okay, Chat. Kennt von euch jemand das Spiel und kann mir Input geben? Ich werfe nebenbei Google an. Okay, es gibt offenbar nur ein Ende bei Happy Game. Oder wie? Ja, es gibt nur ein Ende. Also es ist bewusst auf dieses Happy Ending angespielt. Verraten mir die Achievements bei Steam etwas? Nee, eigentlich nicht. Nö. Was war das? Ich meine, wie genial war diese Reise? Also Alice im Wunderland ist ein Shit dagegen. Aber hat das eine Bedeutung? Das war ja der schlimmste Drogentrip, den ich je hatte. Was geht da? Ich guck gerade, ob wir ein kurzes Explain-Video haben. Super Horror Bro, Happy Game, The Story Explained. Ist auf Englisch, aber ich kann euch die deutschen Untertitel reinwerfen, glaube ich, wenn es solche gibt. Hey God. Ich will Englisch automatisch erzeugt, okay, gibt keine deutschen Untertitel. Aber ich kann das automatisch übersetzen. Anmachen. Für alle, die Englisch nicht so stark beherrschen, dass sie mitlesen können zumindest. Ich will mir da jetzt ein Explain-Video angucken.
schiebe ich mich aber nach links oben, dass ihr die Untertitel lesen könnt. Guck mal, wir sind durch. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wir gucken uns jetzt ein Explain-Video an, würde ich vorschlagen. Ich habe da eins gefunden von Super Horror Bro. Natürlich mal instant liken. Man muss die Creator ja supporten. Super Horror Bro ist gut. Okay, sehr gut. Ich habe ihn nicht kannt. Aber ich muss zuerst das Spiel schließen. Sonst haben wir die ganze Zeit im Hintergrund die Musik. Ja. Wir gucken uns jetzt mal das Erklärvideo an. Also ich bin jetzt extra hier oben, dass ihr Untertitel lesen könnt, wenn es ist. Dass wir mal checken, was da gerade passiert ist. Das war ja, wie gesagt, der reinste Drogentrip für mich. Also, the fuck. Einfach the fuck. Guys, Super Horror Bro Mike here, and in today's video, we are taking a look at the symbolic story of Happy Game as we walk through its many mind-bending sites on a mission to find meaning within the madness. Recently, I played through the story of Happy Game, so if you'd like to see the game in full, as always, I'll leave a link to that video at the end of this one. But for now, sit back, relax, and let's return to this eerily wondrous world for today's episode of Horror Games Explained. Ja, ich brauche hier dringend eine Erklärung. Ja gut, Dream One, eine Vergangenheit, die uns jagt, war ja das mit dem Ball, wo wir gemobbt wurden auf dem Spielplatz und uns der Ball weggenommen wurde. Aber was die ganze Symbolik dahinter bedeutet, ich habe keine Ahnung. When first loading into Happy Game, we are greeted by the sight of an ominous smiley face floating in the center of the screen. Ja, it nods and then looms over a young boy who sits on his bedroom floor coloring with his crayons. Upon clambering into bed and falling asleep, we are seemingly drawn into the child's mind and begin to experience his subconscious. As the kid begins walking through the darkness ahead, we can hear him mumbling nervously, suggesting he has a very anxious personality. Eben genau diese Geräusche, extrem ängstlich. It isn't long before the boy discovers a mysterious gift box, and upon opening it up, a host of different toys begin to emerge. By opening up these toys and pulling them apart, a sinister dark energy resides within. It becomes evident this child associates toys with darkness. As they merge together, the smiley face appears once more from within them. Okay. We see quick flashes of a boy impaled on a spike, and then, all of a sudden, we are taken to a memory buried deep within his mind. The boy sits in a park playing with a football, happy and content, until a bully snatches it away from him and runs off, the child left crying and alone. With this information in hand, we can now easily explain many of the horrors that lie ahead. This boy associates toys with trauma from his past, bullies breaking them, stealing them, and using toys to make fun of him. You'll also note that when these bad things happen, that mysterious smiley face emerges fleetingly. So we can also deduce that this face is also associated. Genau, also eben in der ersten Welt, es war nicht nur der Ball, sondern der Ball war halt so diese Hauptsymbolik. Generell wurde ihm sein Spielzeug immer weggenommen, offenbar von anderen. Und hin und her. Und ja, dieses Smiley ist quasi sein negativer Dämon, der diese Sachen hervorruft. Also seine Traumas hochleben lässt irgendwie scheinbar. With negative thoughts. By the end of this video, all will be explained. Soweit komme ich noch mit, alles gut. Continue. Ihr seid auch noch bei mir, oder? The further we travel through this first dream state, the more evidence of dark repressed memories inhabiting these toys we uncover. Take this sequence for example, where upon opening the mouth of this pig plushie, a creepy demon emerges from within. This demon offers up its eyeball, from which a toy resides within. When pulled apart, the toy releases a football and reveals the very soul of the child being torn apart from distress. It's all symbolic. Demons represent dark thoughts. They are associated with bad memories attached to the toys from the child's past, who is
Genau, also eben hier diese Trigger. Dämonen sind diese Dunkelheit, eben in seinem Beispiel die Bullies bzw. Mobber. Die Spielzeuge sind eben die Gegenstände, die damit assoziiert werden. In diesem Hauptbeispiel der Fußball. Heißt auf gut Deutsch, der Junge wird von diesen Erinnerungen gejagt. Wie alt ist der Junge? Das ist ja noch ein kleines Kind. Heftig, wenn der schon so Traumata in seinem Schädel hat. Uff. Constantly haunted by them in his subconscious. The boy also discovers a giant bully holding the football inside their head. Once he tries to get the ball back from them, the bully chases him, covered in blood. Ach, das soll This ein Bully suggests the sein. bullies beat Ich the hab gedacht, boy das ist when einfach he eine tried to stand Marionette. up for himself. Okay. Eventually the boy reaches a vast chasm where hundreds of his avatars can be seen impaled on spikes. His ball is within reach at the end of a narrow ledge, and upon retrieving it, the boy wakes from his nightmare. Football in hand, the boy now seems relieved and excitable, but this soon passes. The ball is pulled from his grasp and that ominous smiley face returns, taking control of the child's mind and placing him back in a deep sleep. Ja, aber was ist mit diesem Smiley-Face ganz genau auf sich? Da bin ich gespannt, ob er darauf auch noch eingeht. Herzen und Hasen. Dream 2 begins with the child approaching begann the end of a wirklich jetty. weird zu werden. In his arms he cradles a cuddly toy rabbit. This is another flashback to a dark memory from the child's past, one where he drops his cuddly companion in the depths of a murky river. Ja, aber da ist es selber This schuld. second dream is themed around the concept of retrieving this toy. The boy wakes up Ja, also es dreht sich im Prinzip alles darum, sein verloren gegangenes Häschen zurückzubekommen. Also im Real Life hat das versenkt im See, weil er halt tollpatschig war. Und im Traum versucht es halt wiederzubekommen. Im Traum schaffen wir es. Aber ist das Real Life, wenn er im Bett aufwacht? Da hat er ja den Hasen dann. Keine Ahnung. but it seems he is woken inside his own dream, a dream within a dream so to speak. His surroundings are serene and peaceful, a sunny meadow of flowers stretching as far as the eye can see, Hasenland. and beside the bed his rabbit Das war companion weird. now No sits. joke, das war wirklich weird. Before he can retrieve his toy, a creepy and mischievous rabbit-like entity steals it away, and so the boy gives chase. The rabbit rings a crying bell and leaps into the hole in the ground. From this hole, a giant bloodthirsty bunny emerges and swallows the boy whole. Ein Traum im Traum. Haben wir den Traum im Traum im Traum dann? Once so weit again, sind's this nicht is all gegangen, glaub ich. symbolic for past events. The hole in the ground representing how the rabbit sunk into the river, the crying bell the boy's reaction to this, and the big bunny that emerges thereafter, a literal representation of the deathly outcome awaiting the child if he attempted to dive into the water. Ah, so erklärt er das. Also eben die Glocke war unsere Reaktion, eben das Häschen ging flöten im Loch, also quasi halt im See. Und wir haben davon die Angst zu ertrinken und der Hase repräsentiert das. Gewagte Theorie, aber klingt irgendwo stimmig, glaube ich. After his lost toy. This tells us the boy could not swim, and we'll see more evidence of this to substantiate our claim later. By fattening up and then feeding a host of these pesky nightmare rabbits to their giant overlord, the boy manages to enter the hole in the ground and continue his search. Now there are many points of interest to pick up on during this second dream. The first is the continuous sequences involving death and mutilation of rabbit-like creatures. Logically, we can conclude these rabbits symbolise the boy's beloved cuddly toy from the dark memory associated with this particular dream. These rabbits eventually turn into playful heart-shaped humanoids. Aber warum? Schönen Abend, Sam, übrigens. Warum töten wir die ganzen Hasen, wenn es ja Sinnbilder für unseren Hasen sein sollen? Ich hoffe mal, das erklärt er. Now hearts have a symbolic meaning too. They represent both love and affection. Ja, die wir töten. As we end up destroying these hearts, in addition to the rabbits, their meaning is quite obvious. They represent the love the boy felt toward his rabbit's companion and the destruction of said companion by his own hand, when he acts Weil er es ja selbst in den See geschmissen hat.
gibt er sich quasi selber die Schuld und darum hat er die Herzen zum Platzen gebracht. Okay. Ich habe trotzdem noch Fragen. Accidentally dropped it into the depths of the river. These hearts also seem to enjoy a host of different activities, such as listening to music, eating ice cream, playing tea party, playing the guitar, enjoying park rides, Also alles, and was er so on gern and so macht. forth. These are all likely things the boy enjoyed too. Yeah. Once again, these hearts represent things he loved from his past. Okay. During our journey, we catch glimpses of the circus through various imagery involving tents and clowns. In Dream 2, many of these hearts partake in circus-type activities, such as the strongman scene here and the juggling character seen Da ist here. echt viel So it's Symbolik likely the dahinter. circus was a Holy. big part of the boy's childhood Damit habe ich too. nicht gerechnet, He wenn may ich have ehrlich even bin. been born into it from a carny family. Eventually, the boy manages to use guillotines to chop up the giant man-eating rabbit, and this reveals a chilling sight. A cluster of severed heads, all belonging to this child, are bundled up inside the body of a once hostile rabbit. Auf die What Erklärung bin does ich jetzt this gespannt. mean? Well, when we combine this image with that of the many ravens feasting on the corpses of the Heart People, it leads to one conclusion. Ravens represent loss and grief, and we know the boy lost his rabbit companion, so the appearance of his severed head inside that of a giant bunny tells us this was a scarring tragedy that haunted the child forevermore. Also quasi im Prinzip nur durch die Masse halt darstellen, wie oft er schon darunter gelitten hat und wie viele seelische Tode er gestorben ist, weil er seinen Hasen verloren hat, oder wie? Verstehe ich das jetzt so richtig? An event which damaged him for life. An event which brought his dark passenger, that smiley face, along with it. In fact, moments later the boy discovers a smiley face he can wear like a mask. A coping mechanism against all the misery in his life so far. Genau, also ich glaube, das Sinnbild von einer Maske aufsetzen kennt man. Once So the nach außen mask hin is on, happy, the boy innerlich can't seem zerstört. to get it off again, and now is at the mercy of gloved hands which attempt to drag him down. Despite this, the world around him is all sunshine and rainbows, at least at first glance. It isn't long before the boy reaches a body of water he cannot pass, once again proof he cannot swim. He therefore requests the assistance of smiling angel-like figures to help him cross by boat. Almost as if these happy faces give him courage and strength when all seems lost. However, the next face the child encounters is quite unfriendly indeed, a Oh, die böse scowling look of Zitrone. hatred plastered across its yellow dome. This hateful creature rips the smiling heads from anyone who attempts to pass by. This same fate befalls our hapless hero, who now rolls around as the mask he once hid behind. His body, real face, and therefore identity is no more, and he has been consumed by the mask, bound to it. This mask Gut, soweit brings kann the ich noch boy some folgen. happiness though. Also er hat die Maske so lange getragen, eben, dass er quasi zur Maske wurde und seine eigene Identität verloren hat. Da folge ich, das passt. He was never very successful at sports. In fact, we saw the boy was robbed of his football by a bully. Here in this dream, behind this mask, the boy shoots the winning goal at a football match full of excited fans. Das ist so eine Wünsche und Rather than Sehnsüchte. ridicule, the boy experiences what it is like to be loved by his peers and celebrated for being good at something for the very first time. The mask gives him power, if only in his own mind. Soon the boy rediscovers his body and then encounters the angry-faced man once again, who proceeds to break the mask. The boy stretches out the angry man's face in grotesque fashion, and this seemingly brings the tormented soul some form of twisted happiness. This ends when he blows Hier wird's bubblegum bizarre, up on his ja? face and breaks into tears. The child comforts this now gentle giant and gives up his broken mask to help nurse his misery. Moments later, a giant bloodstained Also wir haben jetzt Freude daran gefunden, andere zu trösten oder Freude daran gefunden, andere zu piesacken? Oder beides? The fuck?
blood-stained face then emerges from the ground, sprouting gloved hands which grab the boy and his fluffy bunny and drag them down into a pit of darkness and despair. Ja, da drin wurde es ja so richtig weird dann. This dark hole seems to represent the depths of the river. It is littered with lost rabbits and fish bones. However, it also represents the dark pit of despair the boy found himself in after putting on the mask and living through it. You'll also notice the ominous smiley face present during the darkest moments of the boy's subconscious returns in this room too. Now, in order to escape and retrieve his lost rabbit, the boy must figure out 3 grotesque puzzles, each buried inside a smiley head. The first puzzle is based around a damaged brain who clings to a smiley heart, beating faster and faster until it explodes. The second focuses on a red rabbit who toasts tiny goblin-like characters over a fire after impaling them on a stick. This rabbit meets a sticky end after falling headfirst into the flames and burning to a crisp. The third puzzle centers around a cruel character with a smiley face hiding inside a music box and butchering rabbits. This is until we turn the tables on him and those weird little rabbits get some sweet revenge. You'll notice how each of these corrupted figures holds onto a heart with a smiley face, almost as if the smile itself is corrupting them from within. Also sozusagen durch dieses Grinseherz wurden sie so Bestien. Aber ich will die einzelnen Completing each of these puzzles destroys one of the 3 demons holding onto the bunny rabbit, and eventually Boy and Bunny are reunited. You'll notice it is the smiley face at the center of the room which destroys these entities, seemingly helping the boy despite attaching itself to the trauma in his mind. Waking up in his bedroom with both his ball and bunny rabbit, the dark passenger takes hold of the child's brain once again and puts him straight back to sleep. Ja, eben ist quasi dieses Smiley Face so ein Coping-Mechanismus, also ein Schutzmechanismus für das Trauma. Sind wir da jetzt wieder bei der, wie hat's geheißen, bei dieser speziellen Form der Amnesie, die wir bei Omori hatten? Spielen sie darauf wieder an? Weil eben, dieses Smiley Face hat gerade geholfen bei den Rätseln, die wir hatten in diesem Loch. It's time to explore dream number 3. Waking in a black and white dreamscape, the boy is united with his best friend, a little black dog. Together, the two of them venture forward through a forest-like environment. At this point, we witness the final flashback to a memory from the boy's past. In this memory, we see that the little boy lost his dog while playing fetch with it in the woods. It appears the third dream is based around the boy's fears after his dog became lost in the woods that day. We see these fears represented in the following ways. Oder halt verloren gegangen im Wald. Firstly, the fear of being lost. Take a look at this sequence, for example, where the boy and his dog ride a ball of dark matter symbolizing the woods themselves. They start off slow but soon begin running, the surrounding woodland swirling around them in a rush of confusion and panic. The audio during this segment also represents a feeling of being hopelessly lost. Wieso? Also ganz verstehe ich die Symbolik dahinter nicht, muss ich gestehen. Oder habt ihr eine Erklärung? Secondly, the boy fears that his lost dog may be hurt or that others may be harming it. This is displayed during 2 sequences. The first... Das ist aber, glaube ich, eine verständliche Angst, dass besonders Tiere, die man lieb hat, oder halt generell Sachen oder Wesen, die man lieb hat, auch Menschen, dass man Angst davor hat, dass es denen schlecht geht oder dass sie verletzt werden. Also das ist eigentlich irgendwo obvious, sag ich mal. Near the beginning of the dream, where the dog becomes captured by several shadowy figures, and the second in this shot here. Little girls dressed up to symbolize the wood itself beat the poor dog with sticks. Das sind kleine Mädchen. The third fear the boy felt while being lost in these woods and separated from his companion was the fear of death.
We see humanoid figures which represent the woods closing in on him and consuming the Ja, boy, eben, trapping creepy him in künstlerische Freiheit, darkness bin ich and ganz bei dir, scarring his Kuma. mind with a deep... Warte mal, muss auf Pause drücken. Die Frage ist, wie weit hat er recht mit seiner Interpretation? Ich meine, im Großen und Ganzen gebe ich ihm schon recht, aber ob da nicht noch mehr dahinter steckt, gerade bei diesen einzelnen Rätseln. Weil wieso hat ein Hirn so eine Maske auf mit noch mehr Masken dabei, die wir dann weggerissen haben? Ob sich die Entwickler da nicht noch mehr gedacht haben, wie er jetzt analysiert oder behauptet? Ich hätte gern so ein Explain-Video von den Entwicklern selber, ein Interview mit denen, so: Dudes, was für Drogen habt ihr genommen oder was habt ihr euch dabei gedacht? Das würde mich mega interessieren. Ich keine Ahnung, ob es sowas gibt, ich bezweifle es ehrlich gesagt leider. Aber wirklich so die Entwickler zu Wort kommen lassen, bei so einem weirden Game, würde mich mega bocken. trauma that would haunt him into adulthood. Death is also represented by much of the dream's setting, taking place underneath the roots of the very trees themselves, the ground to be the final resting place for the boy if he was to die that day. Hands raise up from the ground in an attempt to grab the boy and claim him for the forest. He sees visions of himself floating face down in the water, again evidence that he could not swim. The boy is picked up by an entity made from root and dirt, and from its face he must pull on tentacles to free versions of himself from the grasp the very forest itself had over him. The puzzles themselves are all fashioned around elements of the wild, trees, stones, and the skeletal remains of the dead. So without doubt, this third nightmare is a representation of fear and death. After making his way through the forest and escaping the phantom-like root creatures haunting him, the child locates his dog. However, he is too late and it dies before his eyes. There is no way to know whether this represents the dog dying that day in the forest, or rather it was simply never found again. Either way, this was a memory the child would never be able to shake. Genau, er hat seinen Hund verloren. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt haben wir das Ende. So, we come to the end of Happy Game, and it's time to explain the real meaning behind the game and its strange conclusion. Before waking up for the last time, the boy falls into a creepy in-between dimension where he enters and exits scarred and damaged brains. These all represent his fragmented state of mind. Over the years, a darkness took hold, the child's thoughts holding him. Das ist ja genau dasselbe. Ich denke bei Tentakel auch eher an japanisches Hentai, to be honest, und weniger an Lovecraft und Horror. Ich meine, das stimmt schon, wenn jemand so darauf hinweist wie Kuma jetzt, Tentakel werden gern genommen in dieser Symbolik. Aber ja, in meinem Kopf denke ich auch zuerst immer an Japan. Hostage with trauma from the past, never able to break free and move on. He could only wear a temporary mask to shield himself from these memories, a band-aid to block out the darkness for a short while. When he finally awakens, we discover what this mask really was. The boy. Also wir als Erwachsener tatsächlich auf einem Drogentrip. Weil wir so zerflossen sind, oder? Behaupte ich jetzt mal. Also wir sind auf einem Drogentrip und durchleben in dieser bizarren Welt unsere Kindheitstrauma, die wir nie verarbeitet haben. Ist das so die Message? But a grown man. These memories have been following him for years. We see the man appears to be melting with a smile on his face. This is symbolic too, representing drug use, the way this man coped with his tragic past. Ah. Ja gut, das erklärt das Smiley-Face dann eben mit dem Drogenmissbrauch. However, this temporary escape through narcotics only masked the pain and misery the man felt inside. He never grew up to become a functional adult. As we see from the toys all around him, he is still living in the past. Von den ganzen Spielzeugen. Ich sehe eine Clownspuppe und 3 Blocksteine. Wobei er zeichnet auch viel. Es ist ja immer dieser schwierige Grad, so das innere Kind befriedigen, also wirklich was zu tun, was einem einfach bockt, so wie bei mir mit Lego-Spielen oder so. Oder eben dann wirklich den Bezug zur Realität zu verlieren und sie nur noch auf diese kindliche Seite zu verlassen und keine Verantwortung im Leben mehr zu übernehmen.
Für manche ist das echt schwierig. Und dann gibt es halt wieder andere, die nehmen Substanzen, um dieses Happy Feeling aufrechtzuerhalten. With this revelation in mind, everything now makes sense. The smiley face that turns up whenever a bad memory rears its ugly head symbolises the man taking drugs to try and repress that negative thought process. But by also doing Smiley so, Face he is in kommt fact durch die damaging his Drogen mind quasi. further and remaining a prisoner to its dark addiction, trapped in the mind of a disturbed child forevermore. The control these substances have over the man can be seen in the pictures here. Haben wir das übersehen oder ist das so eine Concept Art? War das im Game? Also jetzt nicht bei unserem Durchlauf, oder? Here, a secret we discover near the beginning of our journey. So these haven't been dreams at all, but rather hallucinations the man experiences while being on drugs. Ja. Now this man must shake his addiction or forever remain its prisoner. And on that rather morbid note, we have reached the end of today's Story Explained video. Hopefully Happy Game now makes sense and your Ich muss understanding of the tatsächlich tale. gestehen, ich habe diese Erklärung jetzt gebraucht. Ich habe sie wirklich gebraucht, weil, ja, es war mir ein bisschen zu weird, zu abgefuckt, dass ich da wirklich hätte analysieren und mitdenken können. Weil von der Inszenierung her, das Spiel ist mega. Also so viele WTF-Momente hatte ich noch nie. Es enttäuscht mich tatsächlich ein bisschen, muss ich gestehen, dass es so kurz ist. Weil es war jetzt auch nicht das billigste Game. Also ich habe mir eine längere Spieldauer erwartet. Muss ich einfach so zugeben. Storytechnisch, wenn man den Input mal bekommen hat und wirklich die Symbolik analysiert hat, verdammt gut umgesetzt. Also wie gesagt, der Vergleich zu Alice im Wunderland war nicht mal so weit hergeholt, weil der Autor von Alice im Wunderland hat ja auch zugegeben, dass er das auf Drogen geschrieben hat. Entsprechend weird ist es geworden. Ja, ich glaube, du brauchst diesen Creepy-Faktor drin, weil wenn du Traumaverarbeitung durch Drogen machst, dann kannst du keinen schönen, wirklich happy Drug-Ding haben. Kannst aber auch keinen zu spooky haben, weil warum sollte es dann fliehen vom Trauma? Du fliehst von Trauma A zu Horror B. So the fuck? So, ich glaube, genau diese Mischung macht es aus. So, es ist creepy, es ist weird, aber die Logik dahinter im Prinzip, er erlebt schöne Abenteuer, erreicht seine Ziele, er findet seinen Hund wieder, er hat seinen Hasen wieder. Und wie gesagt, die Symbolik dahinter, so wie es der jetzt im YouTube-Video erklärt hat, ist schon legitim angebracht und gut. Wie gesagt, da steckt, wenn du das noch näher analysieren würdest, er hat es relativ oberflächlich gehalten, also eben halt mit Fokus auf die Story. Aber wenn du das noch näher analysierst, ich glaube, da stecken wirklich coole Sachen drin. Und die würden mich schon bocken. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so der Vollexperte. Aber so in die Richtung irgendwas hätte schon.